Heute ist Sonderaktion mit René, den habt ihr 100 Jahre nicht gesehen. Das letzte Mal war 3-Kammer-Grube. Und ja. Und heute wieder. Und heute wieder, ja. Und heute haben wir einmal ein Problem. Hier drin steckt jetzt Spirale. Oben haben wir Toilette, da ist die Sanitärfirma reingefahren und angeblich gibt es eine versteckte Schacht. Und da ist der hängen geblieben. Hier hat die ganze Soße rausgedrückt. Und wir schauen jetzt mal in der Leitung an, wie das aussieht, ob es da Verstopfung gibt oder nicht. Hier haben wir unsere Spirale, die wir jetzt müssen bergen. Die Leitung ist wieder verstopft, so er aussieht. Ja, nee, nicht ganz. Und irgendwo hat es auch Knoten gemacht. Ah, da kommt die Spirale von oben, ne? Ja, da kommt die oben. Hier ist der Doppelpack. Hier sieht man unten und oben eine Spirale. Die obere Spirale ist jetzt im Erdgeschoss, glaube ich, in diesem Bereich. Toilette. Ja. Kaffee ist unterwegs. Und ja, wir müssen erstmal vielleicht bis zum Schacht fahren. Unsere Kamera orten, wo das ist. Eventuell unter Pflastersteine. Ja, schauen wir mal. Ich zeige euch jetzt gleich mal die Toilette. Von da ist die Sanitärfirma gestern reingegangen. Oder vorgestern. Und hat sich festgefahren. Ja. Aufsatz drauf. Das wird jetzt lustig. Ah, jetzt ist alles soweit. Das ist jetzt Erdgeschoss-Toilette. Hier ist der Sanitär reingegangen. Also verstopft ist schon seit 3 Tagen. Und der Kollege ist schon mal fleißig beim Suchen unserer Kamera. Section geht ja weiter. Hier wird aufgebuddelt. Und ich versuche jetzt mal das rausfahren. Die ist verknotet, die andere Spirale ist auch verknotet. Also es sind 2 Spiralen, jeweils 3 Spiralen drin. Das Problem, die ist nicht verstärkt und hat schon Knote. Das hat der Kollege gestern schon auf Nacht festgestellt mit der Kamera. Und da ist die zweite Spirale auch festgefahren. Ja. Schauen wir mal. Komplett nach Plan. Die ist ja richtig verbogen schon. Ja, die bist du. Gestern am Samstag auch übelst oft. Keine Bewegung macht sie. Sehr, sehr scheiße. Die Spirale ist hier außen. Alles ist verbogen. Jetzt kommt die zweite Spirale raus. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, weil sonst gibt es keinen Feierabend. Ich glaube, ich kann sie so rausziehen. Nimmst du mal die? Ich will nur noch meine ziehen. Hä? Ich will nur noch meine rauskriegen. Ja, ja, warte, ich ziehe, du halt's bloß an. Nee, okay. Weil das Problem ist, die ist hier 90 Grad gebogen noch. Die jetzt durch die Maschinenbahn durchkommt. Hä? Schachdeckel ist da, super.
Spirale. Schau mal die Spirale an. Ja, alles gut. Kriegst schon mal Angst beim Drehen. Was? So eine Spirale. Kannst nicht mal richtig drehen. Also in diesem Bereich ist jetzt Ende Gelände. Alles verbogen. Ja. Warum kommt die Spirale nicht mehr raus? Weil die fährt sich jetzt mal zusammen. Also, da kommt der Wohnzimmer und Entlüftung, links kommt die Toilette. Da hängt eine Spirale. Das ist die. Und das ist jetzt unsere Toiletten. Sobald man die rausfährt, verknotet sich hier durch Widerstand. Ganz schlechte Baustelle. Schacht ist schon zu halb freigelegt. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, wenn wir Schacht aufhaben, da sollte sehr viel feuchte Tücher sein. Hier sieht man schon. Auf die andere Spirale da vorne sieht man auch feuchte Tücher. Ja, der Schacht muss voll sein. Also, den Schacht haben wir gefunden. Da unten. Der ist ja über 1 Meter wahrscheinlich groß. Das Problem, das ganze Gebüsch gehört der Nachbar. Kann man jetzt momentan auch nicht wegschneiden. Jetzt versuchen wir den mal irgendwie aufmachen und schauen, wie viele feuchte Tücher sind drin noch. Ja, so, es wurde entschieden, von draußen wieder mal diese Spirale rauszuziehen. Katastrophe. Schachthaken ist im Keller. So, große Aktion ist fast durch. Eine Riesenplatte. Unten ist der Holz. Das ist ja Doppelplatte, also auf 2 Grundstück. Hier haben wir ein bisschen was weggeschnitten. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da reinkommen und unsere Spiralen mal bergen. Halbe die Platte haben wir raus. Unsere Führungsrohr ist einmal runtergetaucht. Und das ist jetzt unsere Schacht. Ja, sieht man schlecht. Wie immer, keine Treppen. Durchmesser 1,5 Meter in die Tiefe. Ja, und nach vorne ist verstopft. So, Habt ihr Leiter da oder braucht ihr eine? wir haben Leiter da, glaube ich. Und das passiert, wenn man Geld spart beim Bauen. Wenn man keine ordentliche Schacht setzt und feuchte Tücher benutzt. Ja, jetzt müssen wir einmal runter. Film mal, was wir für. Das ist ja eine kleine Verletzung bei René. Pullover kaputt von 30 Euro. Und wir schauen kurz mal in den Schacht rein. René hat ja schon eine Lampe. Ja. So sieht das jetzt aus. Das weiße Brettel ist jetzt von uns runtergefallen. Das rechts, das war diese Abdeckung. Hier kommen 2 Drainagerohr von rechts und links. Und wir fahren mit der Kamera ganz unten rein. Die Platte würde ich hier gar nicht mehr drauf machen, ich würde erstmal ein paar Bretter hinlegen. Die Platte, die kann er jetzt mal wegschmeißen und so eine ordentliche Schacht setzen. Es war ein harter Kampf. Sehr hart. Aus A-Team-Schachts. Geschwitzt ohne Ende. Jetzt müssen wir mal noch unsere Spiralen bergen. Oh, voller Dreck, aber ja. Das ist so munter, Alter. Ja, Ich hätte die alte Hose noch anlassen sollen. ja. Er hat es wieder geschafft, das A-Team. So, jetzt René hat es geschafft mit Erfolg. Jetzt ist eine Spirale hier draußen. Feuchte Tücher. Das ist jetzt die verstärkte Spirale, das ist die von uns. Ja.
Und das ist die ohne Verstärkung, ist von Sanitär. Und du kriegst die aber den Knoten nicht raus. Wo? Unten. Weil der Knoten sich verwickelt hat. Jetzt ist noch ein Knoten drin, oder was? Ja, komplett hat die sich Ich, seine. ich versuche jetzt mal rausziehen von hier. Na, warte mal, wo ist der? Sieht man den Knoten? Oder? Kommt mal an den Knoten ran. Das ist jetzt Sanitär sein. Also, Kamera ist voller Scheiß. Ja. Jetzt einmal, jetzt 10! 10! Jawohl! Perfekt geschafft. Mal das an. Also, alle liken und abonnieren für René sein. Der hat heute 90% Arbeit gemacht. Und das ist Sanitär seine Spirale. Okay. Jetzt fehlt nur Verstopfung, aber zuerst werden die 2 4 Leberkasssemmel vernichtet. Ja. Und René muss man dann in den Waschsalon fahren mit Auto. Du kannst frei dann, wenn das bereinigt ist, bei uns auch duschen. Alles gut. Nee, also Ich wirklich. muss heim duschen, ich muss eh wechseln. Ja, aber. Heute dann Feierabend für Kollege. Also, Action geht ja weiter. René sucht gerade mal unseren Ablauf. Das ist schwer zu finden. Nachbar hat sich schon mal voll beschwert. Glaub ich. Hast du? Glaub ich. Weil das war die Grundstückgrenze. Und ja, wenn du solche Nachbarn hast, dann brauchst du keine Feinde. Obwohl das ist ja Gemeinschaftsverstopfung, weil die andere Leitung läuft von da raus. Jetzt schauen wir mal, ob das frei wird. Jawohl, jetzt einmal. Jetzt läuft die Scheiße mal weg. Und die Spirale fährt sich zusammen. Ja, fest, nicht zusammen. Und wer hat es wieder geschafft? Das Ätzchen. Das war ein sehr harter Kampf. Ja, jetzt kommt der andere Gag. Aber die Spirale fährt sich fest. Brauchen wir hier mal Garten. Jetzt schlüpft das Loch. Die ganze Scheiße. Hier das Schwarze, das war abgedichtet, oder? Ja, kann man. Das läuft ja nach links. Ja. Da ist sehr viel Dreck drin. Das spricht man jetzt so weit wie es geht aus. Viel Feuchttücher, Tampons. Oder was ist das? Binden? Ja. Rechtzeitig haben wir geschafft, weil jetzt kommt der Starkregen. Verstopfung ist gelöst, jetzt schauen wir mal noch unsere Leitung. Zwischendurch, René räumt schon mal die Spiralen vom Sanitär zusammen und dann schauen wir mal, wie es weiter aussieht bei uns. So, jetzt schauen wir mal die Leitung an vom Keller aus, vom Putzöffnung. Das wird dann eine Rückwärtsaufzeichnung. Beide Spiralen haben wir raus und ja, Leitung sieht jetzt wieder mal sauber. So, jeweils 4 Spiralen vom Sanitär und vom Kollege vom Notdienst von Samstag. Der hat sich festgefahren und der Sanitärler wollte halt seine Spiralen vom Toilette mit Auto mit rausziehen. Aber das hätte jetzt nicht funktioniert, bestimmt. Jetzt schauen wir mal draußen bei dem Schacht. Ja, vielleicht mit eingestürztem Haus hätte es vielleicht schon funktioniert. Jetzt ist mal richtig soweit. Ein Teil durfte ich nicht aufnehmen, weil da hat er sehr großer Streit mit den Nachbarn. Also die 2 Nachbarn haben sich gestritten. Jetzt haben sie sich fest entschieden. Jetzt kommt der Baum weg, komplett. Und ja, jetzt schauen wir mal kurz mal zu dem Schacht rein. Jetzt hört man schon, wie der Baum weggeschnitten wird. Und jetzt ist es soweit. Und der Baum ist auch soweit. Hier liegt hier noch die zweite Platte. ja. Die kommt danach weg. Ein richtiger Konus, neuer Schacht und ist finita. Und dann kann man das Erde
Wieder halt kein Scherben. Das war jetzt Aktion von 5 Stunden, glaube ich. Weiß nicht, wie spät haben wir schon. Ja, 5, 6 Stunden, das war Katastrophe. So, aber wir haben geschafft. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.